Hallo, mir ist gestern was aufgefallen, als ich den Pocket 4P getestet habe. Und zwar geht es um diesen Bereich hier, den offensichtlich überstrahlten Boden. Und hieran kann man ganz gut erklären, warum es vorteilhaft ist, in Log zu filmen, beziehungsweise einfach mal den Unterschied zwischen Log und Rec. Es gibt extrem viele Videos im Internet, die das wirklich detailliert behandeln. Aber hier sieht man eigentlich ganz gut nochmal den Unterschied. So sieht das Bild in Rec 709 aus. Das heißt, wenn man in der Kamera in Rec 709 dreht, hat man am Ende dieses schon vorgefertigte Bild. In Log würde es so aussehen. Man sieht hier schon direkt viel mehr Details im Gras als bei der Rec-Konversation. Ich habe es jetzt hier mit dem LUT einfach von Log auf Rec 709 geändert. Aber wie gesagt, das ist das Bild, wenn man in Rec dreht, es kommt so aus der Kamera raus. Das Problem an dem Ganzen ist, man sieht es schon hier an der RGB-Parade, das Bild ist ziemlich an seine Grenzen gestretched und man läuft wirklich Gefahr, hier die Highlights zu crashen. Wenn ich jetzt auf so ein Rec 709 Bild, das wirklich nicht in Log gedreht ist, sondern in Rec, wenn ich da jetzt sage, okay, ich möchte über die Highlights mir das ein bisschen zurückholen, man sieht schon hier in der Parade, okay, die gehen runter, aber hier entsteht ein absoluter Matsch in dem Bild. Ich kann noch ein bisschen extremer werden, da ist nicht viel zu holen. Das ist das Problem bei Rec 709. Wenn wir uns jetzt nochmal das Log-Bild angucken, es ist ja da, die Sachen sind ja da. Es ist jetzt wirklich nur das LUT, was das Bild gewandelt hat. Und der Vorteil an Log ist, ich kann jetzt in einen Node davor gehen und ziehe jetzt hier die Highlights runter. Und dann sieht man schon ganz klar, okay, jetzt profitiere ich wirklich von dem flachen Bild, was davor da war. Und nochmal den direkten Vergleich. Das ist also in Log mit Konversation und halt ein bisschen Farbkorrektur. Und das ist der klägliche Versuch in Rec 709. Da kann ich leider nicht viel dran ändern. Ganz wichtig zu beachten ist nur, wenn man mit Log arbeitet, dass man das richtig konvertiert. Das heißt, in diesem Fall ist es ja der Pocket 4P, das ist D-Log 2. Das weiß ich, weil ich damit aufgenommen habe. Dementsprechend müsste jetzt das Konversations-LUT, wenn ich mit LUTs arbeite, sein D-Log 2 zu Rec 709. Eine Sache noch kurz vom Ende. Es ist wichtig, wenn ihr in Log filmen wollt, dass ihr auf jeden Fall in 4:2:2 aufnehmt. Oder 4:2:0, die kleinen Kameras machen ja immer nur 4:2:0. Aber 10-Bit ist hier das Stichwort. Wenn ihr in 8-Bit nur aufnehmt, dann macht es keinen Sinn, in Log zu drehen. Dann nehmt lieber in Rec 709 auf, dann habt ihr eine bessere Qualität, weil Log macht bei 8-Bit einfach keinen Sinn. So, und mit dem schönen Bild, mit anständigem Rasen, verabschiede ich mich jetzt. Es war eine ganz kurze Erklärung. Mir ist es gestern aufgefallen, ich wollte es einfach nur mal mitteilen.